Und wir blicken live nach Israel. Das Begräbnis der Leichen von Shiri Bibas und ihren beiden Söhnen wird in Israel von überwältigender Anteilnahme begleitet. Auf den Live-Bildern sehen wir es hier, werden auch immer wieder Reden gehalten. Zehntausende versammelten sich entlang der Route, auf der die Särge transportiert wurden. Und zugeschaltet ist mir jetzt Gitta Connemann von der CDU, Vizevorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Schönen guten Tag. Das Schicksal der Bibas-Familie, ermordet von Hamas-Terroristen. Wie sehr nimmt Sie das mit, wenn Sie jetzt auch diese Live-Bilder mit dieser gewaltigen Anteilnahme sehen? Ja, es ist ein Tag der Trauer, nicht natürlich in besonderer Weise des unermesslichen Schmerzes für die Familie Bibas, den überlebenden Vater, aber dem Grunde nach auch für Israel und alle Jüdinnen und Juden in der Welt. Denn diese Familie steht inzwischen symbolisch für das Massaker, das die Hamas an Jüdinnen und Juden begangen hat, am 7. Oktober 2023, aber auch danach. Und zwar in einer so unvorstellbaren Weise, dass Kinder getötet werden, ermordet, die Mutter, die Leichen brutal verstümmelt und im Tod auch noch gedemütigt, die Särge, die vor einer johlenden Masse beschrien und gefilmt werden und dann in den Sarg der Mutter auch noch eine falsche Frauenleiche gelegt wird. Das verdient nur das Urteil bestialisch, unmenschlich, teuflisch. Das Böse hat ein Gesicht und das ist das Gesicht der Hamas. Jetzt gibt es auch immer wieder Berichte, dass Gaza-Hilfen missbraucht werden und direkt an die Hamas fließen würden. Baerbock sagte vor der Wahl, sie würde aber eher zurücktreten, als diese Hilfen einzustellen. Gleichzeitig hört man jetzt relativ wenig zum Schicksal der Familie Bibas. Wie bewerten Sie das? Das treibt mich wirklich um. Ich schäme mich als Deutsche, auch als Mitglied des Deutschen Bundestages, für dieses dröhnende Schweigen am Anfang der Bundesaußenministerin, des Bundeskanzlers, auch des Bundespräsidenten. Wo war der Aufschrei? Es handelt sich übrigens bei Queer, Ariel und Shiri um deutsche Staatsangehörige. Und es wurde über tatsächlich Stunden hinweg nichts gesagt. Und jetzt ist die einzige Reaktion der Bundesaußenministerin zu sagen, ich bin eher bereit zurückzutreten, als diese Hilfen zu kürzen. Und ich würde die Bundesaußenministerin auffordern, sich anzusehen, für was diese Hilfen missbraucht werden. Damit wird eben keine humanitäre Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger im Gaza geleistet, sondern diese Hilfen werden missbraucht von der Hamas, und zwar in großem Umfang. Wenn man sich die Zahlen ansieht, Deutschland hat im letzten Jahr 2024 allein 142 Millionen an Zahlungen für die UNRWA geleistet. Diese UNRWA, das Flüchtlingshilfswerk, ist aber nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Denn die Mittel werden von der Hamas missbraucht. Übrigens auch für den Bau von Tunnels, in denen Menschen bestialisch gehalten worden sind. Das heißt, diese Hilfen müssen gestoppt werden. Und zwar besser gestern als heute. Sie finanzieren nur den Terror. Frau Connemann, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.